Moin Moin und hallo. Herzlich willkommen zum neuen Comparison-Video von mich für euch. Heute geht hier das krasse Battle weiter oder es geht ab. Samsung Galaxy S26 Ultra gegen das Apple iPhone Air. Welches Smartphone lohnt sich da denn wirklicher? Nicht wahr? Was geht? Samsung gegen Apple? Yeah. Android gegen iOS? Heute vergleichen wir das brandneue Galaxy S26 Ultra mit dem extrem dünnen Apple iPhone Air. Welches Smartphone bietet die bessere Kamera? Welches hat den stärkeren Akku? Und für wen lohnt sich welches Gerät eigentlich wirklich? Genau das klären wir heute. Denn wir steigen ein mit dem Design. Das Erste, was natürlich sofort auffällt, ist völlig unterschiedliche Philosophie. Das iPhone Air setzt auf ultra dünnes Gehäuschen von nur rund 5,6 mm und gehört damit zu den dünnsten Smartphones ever. Es ist außerdem deutlich leichter und nicht besonders angenehm dadurch im Händchen. Das Galaxy S26 Ultra verfügt dagegen einen komplett anderen Ansatz. Es ist nämlich ein großer, massiver, sehr, sehr stark vermittelnden Eindruck professionellen Arbeitsgerätes. Ja, Mann, das ist nicht so mit so, schickimicki. Nee, Mann, das Galaxy ist dort der richtige Work Machine. Dafür bekommt man aber beim Galaxy integrierte S-Pen, größere Kameramodul, größeres Display, deutlich größeren Akku. Das heißt, iPhone Air, elegant, leicht, minimalistisch. Galaxy S26 Ultra, Premium, Baby, productive und leistungsorientiert und ein bisschen männlich. Wenn man das heute noch als männlich definieren darf. Man weiß es ja nicht, vielleicht ist das harte eher das Weibchen. Und das Weiche ist heutzutage das Männchen, oder? Beide Smartphones besitzen moderne OLED-Display mit 120 Hertz. Weil wir kommen jetzt zum Display. Galaxy S26 Ultra bietet 6,9 Zoll. Höhere Auflösung, größere Arbeitsfläche, ideal für Gaming, Videos und Multitasking. Das iPhone Air besitzt 6,5 Zoll, ebenfalls brillante Farben, hervorragende Helligkeit, kompakte Bedienung. Wer viel Medien konsumiert oder produktiv arbeiten möchte, wird das größere Samsung-Display natürlich etwas schneller zu schätzen wissen. Wer es aber in der Hand immer halten muss, der wird zum iPhone optimiert gehen, finde ich. Unter der Haube arbeitet absolute High-End-Prozessoren. Auf der einen Seite Snapdragon 8 Elite Generation 5, Android 16 und One UI. Das iPhone Air kommt mit Apple A19 Pro Chip und iOS 26. Im Alltag öffnen beide Apps praktisch verzögerungsfrei. Bei anspruchsvollen Multitasking, Game- oder Videoexport besitzt das Samsung jedoch etwas mehr Leistungsreserve und mehr Flexibilität und durch das das offene Android-System natürlich bedingt ist. Benchmarks zeigen insbesondere Vorteile beim Multicore und bei der Grafikleistung. Ja, aber wir kommen wieder hin zurück. Es ist viel hübscher, das iPhone, nicht wahr? Jetzt kommen wir aber zur Kamera. Die Kamera ist immer wichtig, nicht wahr? Galaxy S26 Ultra, 200 Megapixel. Boah, Ultra. Ne, krass. Ultra Weitwinkel, 3x Tele, 5x Periskop-Zoom. Bis zu 8K Video ist möglich mit dem Ding. iPhone Air. 48 Megapixel Hauptkamera. Oh, wie süß. Keine zusätzlichen Telekameras. Fokus auf einfache Bedienung. Das war's. Das heißt also im Alltag. Samsung bietet mehr kreative Möglichkeiten. Apple bietet die gewohnten und natürlichen Farben. Samsung besser bei Makros, Porträt, Ultraweitwinkel, echter optischer Zoom, deutlich mehr Reserve für Nachtaufnahmen und entfernte Motive. Also, das ist besser. Wer häufig fotografiert oder Videos produzieren möchte, enthält beim Galaxy S26 Ultra das deutlich vielseitige Kamerasystem. Kommen wir zum Akkumulator und Laden. Wir haben Galaxy S26, 5000 mAh, dicker Akku, schneller kabelgebunden laden, Reverse Wireless Charging ist möglich. Das iPhone Air ist ungefähr bei 3100, zwar diluted, also weniger, MagSafe, QI2, kleinerer Akku aufgrund der extrem dünnen Design, ist aber logisch in dem Fall, finde ich. Für intensive Nutzer dürfte das Galaxy natürlich da eine längere Laufzeit mit sich bringen. Während das iPhone Air vor allem aber auf sein schlankes Gehäuse setzt, ist da auch der Akku kleiner. Also im Prinzip auch wieder so ein Design-Ding. Die Software. Hier entscheidet sich eigentlich der Geschmack, weil beide sind ja gut.
Na, wir haben also hier Samsung mit einem echten Splitscreen, wenn wir wollen, DeX, Desktop-Modus, S-Pen, viele Anpassungsmöglichkeiten, Dateiverwaltungen, KI-Funktionen, hohe Personalisierung. Android und Samsung-Device zusammen. Bringt große Möglichkeiten. Apple, extrem flüssiges System. Perfekt integriert mit Mac, iPad und Apple Watches. Einfache Bedienung und sehr lange Softwarepflege. Wer bereits also vollständig im Apple-Ökosystem lebt, wird sich sofort dort zu Hause fühlen. Wer dagegen maximale Freiheit möchte, ja, der geht zu Android, nicht wahr? Kommen wir zu den KI, also künstliche Intelligenzfunktionen. Beide Hersteller setzen inzwischen stark darauf. Samsung integriert zahlreiche Galaxy AI-Funktionen direkt rein ins System, rein damit. Etwa Bild in Bild, Bearbeitungen, Übersetzungen, Schreibassistenz, Produktivität geht damit hoch. Apple setzt ebenfalls auf KI-gestützte Funktionen innerhalb von iOS, legt dabei aber großen Wert auf die enge Verzahnung mit dem eigenen Ökosystem. Die konkreten Funktionen unterscheiden sich je nach Region und Softwarestand aber immens. Wir, zumindest in Deutschland, ja, KI-mäßig, Apple ist nicht so auf der Höhe, finde ich, meine eigene Meinung. Kommen wir zur Zaster, zum Preismais. Beim Marktstart kostet das Galaxy S26 mehr als das iPhone Air. Dafür bietet Samsung jedoch auch mehr. Größeres Display, deutlich größere Kamerasystem, Zoom-Kameras, S-Pen, größere Akku, mehr Produktivität. Das iPhone Air richtet sich dagegen an Nutzer, die ein besonders leichtes und elegantes Premium-Smartphone bevorzugen. Also, was ist denn jetzt die bessere Wahl? Entscheidet euch für Smartphone Galaxy, wenn ihr die beste Kamera wollt. Häufig zoomt, viel fotografiert, den S-Pen nutzen möchte, der wirklich cool ist. Lange Akku braucht, maximale Android Flexibility wollt. Greift zum iPhone Air, wenn ein besonders leichtes Smartphone gerne euer sein sollte. Tief ins Apple-Ökosystem schon integriert wird, iOS bevorzugt, Wert auf minimalistisches Design nimmt, aber edel, etepetete. Das iPhone Air beeindruckte mit einem ultradünnen Design und der typischen Apple Integration. Das Galaxy S26 Ultra richtet sich gegen einen Power-User und bietet vielseitige Hardware, insbesondere bei Kamera, Akku und Produktivitätsfunktionen. Welche Wahl besser ist, hängt letztendlich natürlich wie bei immer davon ab, ob ihr Maximum Power und Flexibility oder ein besonders schlankes Gerät bevorzugt. Welches Smartphone würdet ihr wählen? Das Galaxy S26 oder das iPhone Air? Sagt's in die Comments bitte und gebt mir ein positives Feedback. Abonniert mein Kanälchen, wenn es möglich ist. Und bis zum nächsten Mal. Sunse.